herzlich willkommen auf meinem neuen Kanal für Acrylmalerei. Heute möchte ich euch dieses Bild zeigen, und zwar zeige ich euch am Ende des Videos, wie dieser Teil, das ist ein Collagepapier, gemacht wird und wie dieser Teil, das ist selbstgemachte Goldfolie mit einem Blauanteil und einem Goldanteil. Wie man diese Folie selber macht, zeige ich am Ende des Videos. Erstmal zeige ich den Bildaufbau und was gemacht wird und wie es gemacht wird. Und am Ende, wie gesagt, schaut euch an, wie diese einzelnen Elemente vorher gemacht werden. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuschauen und beim selber ausprobieren. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ich habe jetzt eine relativ kleine Leinwand. Die ist 30 x 30. Und ich habe hier jetzt die Reste von meiner Goldfolien selber Herstellung sozusagen. Und da hatte ich ja noch zum Schluss um den Rand noch so mit hellblau gesprüht. Das mir jetzt, da möchte ich jetzt was mitmachen. Und hier, das ist ja von meinem Bild mit der Collage und dem Pappkarton übrig geblieben. Und das würde ich gerne hier jetzt so drauf kleben. Das Draufkleben machen wir mit Acrylbinder, indem wir das Papier einfach so platzieren, wie wir das hier gerne wollen. So, ich glaube, so nehme ich es. Dann wieder einfach so festhalten, genug Flüssigkeit drunter. Das ist hier der Acrylbinder. So, dann von der anderen Seite. Und wieder oben drüber gehen. Erstmal von unten festkleben, dann mit dem Acrylbinder komplett auch auf das Papier gehen, damit das geschützt ist. Wenn der trocken ist, ist der ja durchsichtig. So, und dann kann man ruhig über die Ränder hier gehen. Einmal so drum. Hier auch. Einfach auf dem Rand den Acrylbinder nehmen und umschlagen. Hier kann man es natürlich so ein bisschen hübscher machen. So. Und hier auch. Das befestigt. Das hält dann irgendwann. Genug Binder drunter. Den Rest kann man abschneiden, wenn es später trocken ist. Das war ja ein Collagepapier aus Brotpapier und da hatte ich mit feuchter Farbe und Wasser und so einem Stift ja, so ein Collageblatt gebaut, was man immer wieder einsetzen kann, wie man das jetzt sieht. Und genau, das andere ist ja unser, ich lege das mal zur Seite, das klebt nämlich so schön. Das andere ist ja hier unsere Reste von unserer Goldpapierproduktion. Und die kleben wir jetzt auf das andere Stück. So, ich mache einfach überall was jetzt drauf. Das ist nicht schlimm, der wird, wie gesagt, ja durchsichtig. So, ich schneide mir das nochmal hier ab. Besser mit Hantieren. So, schaut mal hier. Das sieht bestimmt super aus später. Hier so hin. So. Schön aufpassen, dass auch die besprühte Fläche dann jetzt auf dem Kleber liegt. Ich glaube, ich lasse es so. Ich ergänze das hier lieber mit einem schönen Farbton
und lege mir das andere Stück, was jetzt noch übrig ist, kann man schön zur Seite legen für nächstes Bild. Nochmal von oben drüber, muss man nicht, weil das irgendeinen, weil es irgendeinen Sinn hat. Doch, es hat den Sinn, weil ich möchte die Luftblasen ein bisschen rausdrücken. Und hier ist ja die Folie noch als Zwischenpuffer und deswegen. So lasse ich das jetzt. Die Folie kann man abziehen, dann bleibt nur die Farbe auf der Leinwand kleben. An manchen Stellen nicht, aber das kann man gleich ein bisschen ausbessern. Das macht überhaupt nichts. Das meiste bleibt hängen. So, ich habe jetzt hier meinen flachen Spachtel mit Farbe bestückt und gehe jetzt einfach so ganz flach auf die Leinwand drauf und ziehe die Farbe nur so leicht darüber. Damit kaschiert man so ein bisschen die Übergänge auch, damit man nicht... Guck mal, hier bleibt nur die Farbe an den erhabenen Stellen, die durch die Falten von dem Papier entstanden sind. Hängen sieht natürlich super aus. So, ich habe noch ein bisschen Farbe nachgenommen. Gehe noch mal so ganz leicht hier drüber. Hier gehe ich ein bisschen höher, dann hat es ein bisschen mehr Spannung. Jetzt gehe ich noch mal mit der Karte ein bisschen da drauf und streiche das hier so ein bisschen glatt und kann so direkt so ein paar, vielleicht sowas hier einarbeiten, was einem gerade so einfällt, was reinkratzen. Hier unten möchte ich so mit dem Pinsel so ein bisschen was Helles reinarbeiten. Da nochmal einen schönen Effekt. Und ich gehe hier auch nochmal so ein bisschen mit Weiß und dem flachen Spachtel nochmal so ein bisschen drüber und spiele so ein bisschen auf der Fläche. Guck mal, was entsteht. Einfach so ein bisschen drüber wischen, ganz leicht, wenig Farbe nehmen. Schaut mal, sieht doch schon ganz super aus. Ich sprühe jetzt nochmal so ein bisschen Wasser auf die Fläche. So. Dann kann das ein bisschen antrocknen und dann hole ich das Gold wieder raus. Ich habe jetzt das Wasser drauf gesprüht, die Farbe löst sich so ein bisschen an. Seht ihr, das sind so kleine Pfützen, die tupfe ich jetzt weg. Küchentuch einfach. Ich ziehe noch mit der Karte hier die Kante ein bisschen gerade. Tupfe das wieder so ein bisschen frei, das Gold. So. Ist noch ein bisschen nass. Noch einmal hier mit der Karte so drüber gehen. So. Ein paar Kratzer reinmachen. Ja. Lassen es jetzt einfach trocknen. Dann male ich den Rand noch hellblau und dann sind wir fertig. Ich habe eine Folie, das kann eine Frischhaltefolie sein. Ich habe diese Flasche. Ich schreibe euch dann auch, von welcher Firma das ist, weil ich habe jetzt auch nur diese eine Firma ausprobiert. Ich bin zufrieden und habe dann gar keine weiteren Versuche mehr gemacht. So. Also gut schütteln, wie jede Sprühflasche. Es wird laut. Und dann einfach so, ich habe jetzt das einfach drauf gesprüht. Das zieht jetzt Falten, das ist aber nicht schlimm. Einfach trocknen lassen. Man kann auch, wenn man nicht so eine große Fläche Gold braucht oder möchte, kann man auch weniger nehmen und kann auch eine zweite Farbe dazu nehmen.
Und dann kann man wieder Brotpapier nehmen. Machen das mal richtig nass. Kann man dann auch mal mit dem Stift einfach mit so einem dicken Kreuz und quer drüber gehen. Dann so ein bisschen mit Wasser, das gibt auch ganz tolle Effekte. Hier ist noch ein bisschen wenig Wasser.